Meine Lieben, heute wollen wir uns nicht ganz so ernst nehmen. Heute wollen wir uns die Darknet-Taste selbst coden. Das heißt, wir wollen auf Hotkey-Druck natürlich das Darknet öffnen. Wir machen natürlich das Ganze wieder mal mit Python. Das heißt, wir starten und sagen erstmal, okay, was brauchen wir denn alles? Wir wollen ein Hotkey haben. Das geht am besten mit PyInput. PyInput, na, ihr versteht den Witz. Und von dort brauchen wir natürlich das Keyboard, weil wir nichts mehr der Maus machen wollen. So, und jetzt können wir erstmal überlegen, okay. Wenn wir einen Hotkey haben wollen, dann brauchen wir hier with, also wir brauchen quasi einen Keyboard Listener, ja? Wir sagen hier with keyboard.listener und sagen hier mal, auf was wir eigentlich hören wollen, beziehungsweise was wir tun wollen, wenn ein Key gedrückt wird. Und da gibt es zwei Varianten. Wir wollen einmal was drücken und wir wollen einmal was loslassen. Ja, also wenn ich was drücke, dann ist das hier. Ja, dann kriege ich ganz viele A's raus. Wenn ich was nicht mehr drücke, dann höre ich eben auf, A's zu senden. So, das heißt, wir haben zwei Varianten und zwar einmal on-press. On-Press, genau. On-Press ist gleich on-Press. Und wir haben die zweite Variante on-Release. Release ist gleich on-Release. So, die beiden Funktionen hier, also on-Release und on-Press hier, das sind Function Pointer, die gibt es noch nicht. Die schreiben wir uns gleich noch. Aber, ja, das Ding nennen wir jetzt einfach mal Listener. So, und den lassen wir jetzt erstmal listenen. Also, wir lassen ihn zuhören quasi, was wir die ganze Zeit tippen. Sozusagen, ja, einfach einer, der die ganze Zeit zuhört, was wir eigentlich so tippen. So, jetzt wissen wir schon, was wir machen müssen. Wir müssen hier einmal on-press, das heißt, wenn wir was drücken, und on-release implementieren. Das sind zwei Funktionen, habe ich ja schon gespoilert. Und wir sagen hier def-on-press. Das ist die erste Funktion und die bekommt einen Key mit, deswegen ist es hier in dem Listener drin, der macht das quasi für uns. Und ja, hier machen wir erstmal ein Pass rein und die zweite Funktion, die wir schreiben müssen, ist on-release. Und die bekommt natürlich auch einen Key mit. So, on-release machen wir wirklich einen Pass rein, weil da müssen wir gar nichts reinmachen. Wir müssen ja nur auf Enterdruck müssen wir was tun und zwar wollen wir auf Enterdruck, naja, was wollen wir denn machen? Erstmal auf Enterdruck sagen wir hier if. Und jetzt, wenn Enter gedrückt wird, das heißt, wir wollen vielleicht noch mehrere haben, okay? Also vielleicht nicht nur auf Enterdruck, sondern auch, wenn wir D für Darknet drücken. Ja, jedes Mal, wenn wir D drücken, öffnet sich einfach das Darknet. So, und dann machen wir natürlich genau das. Okay, also aber erstmal wollen wir sagen, auf Enterdruck. Das heißt, wenn der Key in einer Liste von irgendwelchen möglichen Tasten sind und am Anfang reicht mir jetzt erstmal hier nur das Enter. Das heißt, wir sagen hier Keyboard.key.enter. Das ist die Enter-Taste. Wenn wir die drücken, dann wollen wir was machen. Was wollen wir denn machen? Wir wollen, naja, was ist eigentlich genau das Darknet? Ich glaube, da fängt es schon an. Das Darknet ist der Tor-Browser, meine Damen und Herren. Der Tor-Browser soll geöffnet werden. Wie machen wir das? Nun, ich würde sagen, wir öffnen einfach den Tor-Browser, oder? Und das machen wir mit Subprocess. Subprocess, den wir noch nicht importiert haben. Import Subprocess. So, Subprocess.call. Ja, habe ich schon. Okay. So, was wollen wir denn aufrufen? Wie wäre es, wenn wir erstmal nach dem Tor-Browser suchen? Da ist er. Also einfach mal die Verknüpfung quasi verfolgt und hier gehen wir jetzt erstmal her und kopieren mir den Pfad raus. So, und dann sagen wir hier, okay, wir brauchen hier eine Liste und zwar mit den Sachen, die wir hier öffnen wollen und packen uns hier den Pfad rein. Achtet auf das R vorne dran, dann müsst ihr nicht Doppelpunkt Backslash machen. Und anschließend gehen wir hier einfach her und, naja, wir wollen natürlich nicht den Browser öffnen, sondern wir wollen firefox.exe öffnen. Und ich bin zu faul, das zu tippen, weil ich nicht genau weiß, wie es geschrieben wird. Hör auf damit. So, okay, firefox.exe soll geöffnet werden und das ist es eigentlich auch schon. Also, ich meine, das ist im Endeffekt alles, was wir machen müssen. Außer natürlich testen. Testen müssen wir das ganze Ding auf jeden Fall noch. So, ich würde jetzt erstmal hier vorschlagen, da wir, ja, wobei, wir können es auch einfach mal so testen. Vielleicht funktioniert es ja schon. Vielleicht haben wir hier schon alles richtig schön gemacht. So, und jetzt Enter. Und, tada, das Darknet ist offen. So, wir geben jetzt hier einfach mal ganz kurz DuckDuckGo Onion ein. Und dann kriegen wir die Onion-URL von DuckDuckGo.com. Und wir kriegen sie fast. Und damit, meine Damen und Herren, seid ihr im Darknet. Ihr habt eine Onion-URL aufgerufen. Herzlichen Glückwunsch.